Hallo Leute! Heute möchte ich über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Englisch und Deutsch sprechen. Was ich euch erzähle, basiert auf meinem eigenen Wissen und meiner Erfahrung und nicht auf einem Buch. Okay? Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Muhaddese, ich komme aus dem Iran. Aber ich bin Deutschlehrerin und hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es hilft mir sehr. Dankeschön. Okay, ich möchte mit der Aussprache und Rechtschreibung beginnen. Ich glaube, die deutsche Aussprache ist viel einfacher als die englische, weil es weniger Ausnahmen gibt und wir irgendwie alles lesen, was wir schreiben. Ich weiß, es gibt einige knifflige Buchstaben, wie die Kombination CH, die auf verschiedene Arten ausgesprochen werden kann, aber auch gelernt werden kann. Okay? Zum Beispiel nach A, O, U sprechen wir CH als Ch aus. Oder wenn nach S Vokale kommen, wird es als S ausgesprochen. Ja? Aber im Englischen gibt es aufgrund der vielen Wörter, die in dieser Sprache Eingang gefunden haben, viele verschiedene Aussprachemöglichkeiten für jeden Buchstaben, wie zum Beispiel C. Einmal heißt es Ocean, Sch. Einmal Circle, S. Einmal Cat, K. Okay? Ich weiß, dass es in beiden Sprachen Ausnahmen gibt, aber ich möchte nur sagen, dass Deutsch stärker auf Regeln basiert. Okay? Und im Englischen gibt es auch einige Buchstaben, die im Deutschen gibt es einige Buchstaben, die im Englischen nicht existieren, nämlich A-Umlaut, O-Umlaut, U-Umlaut und SZ. Aber auch die kann man leicht lernen. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, der Grammatik. Ich glaube, die deutsche Grammatik ist viel komplizierter als die englische. Und wenn jemand sagt, Deutsch sei eine schwierige Sprache, meint er in 99% der Fälle, dass die deutsche Grammatik schwierig ist. Lasst uns genauer darauf eingehen. Im Englischen haben Substantive kein Geschlecht. Okay? Im Deutschen beginnen alle Wörter mit Großbuchstaben, was für Sprachlernende schon verwirrend sein kann. Und es gibt 3 verschiedene Geschlechter. Neutral, maskulin und feminin. Ja? Ich meine männlich und weiblich. Okay? Und das Verrückte daran ist, dass wir die Geschlechter nicht immer erraten können. Obwohl es einige Regeln gibt, die uns bei der Bestimmung des Geschlechts eines Substantivs helfen können, sollten die meisten Geschlechter nur auswendig gelernt werden. Wenn wir zum Beispiel lernen, dass die Wörter, die auf ung enden, feminin sind, können wir Prüfung und Übung als feminin identifizieren. Die Übung, die Prüfung. Okay? Aber der Tisch, der Stuhl, der Teppich haben keinen Grund, maskulin zu sein, sind es aber. Und in manchen Fällen sind die Geschlechter wirklich verrückt. Wie zum Beispiel wie das Wort das Mädchen. Warum ist es neutral und nicht feminin? Nur wegen des Chen am Ende? Was ist mit der Bedeutung? Und dann kommt der Artikel. Okay, im Englischen haben wir einen unbestimmten Artikel und einen bestimmten Artikel und sie sind geschlechtsneutral. The, er, an. Im Deutschen hingegen haben wir die,
das, die und die für Pluralwörter. Und diese Wörter sollten basierend auf die Position des Nomens in vier verschiedenen Fällen dekliniert werden. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Wahnsinn, oder? Und ihr fragt euch vielleicht, was ist mit Pronomen? Um den Unterschied zu verdeutlichen, kann ich euch eines sagen. Im Englischen haben wir you, aber im Deutschen haben wir du, dich, dir, sie, ihnen, ihr und euch, die alle mit du übersetzt werden, aber im Nominativ, Akkusativ und Dativ dekliniert werden. Mit du sprechen wir eine Person an, mit der wir eine freundschaftliche Beziehung haben. Mit sie sprechen wir eine Person oder mehrere Personen an, mit denen wir eine formelle Beziehung haben. Mit ihr sprechen wir einige Personen an, mit denen wir eine freundschaftliche Beziehung haben. Aber was ist mit den Verben? Ehrlich gesagt ist die Verbkonjugation im Deutschen zwar komplizierter, aber nicht sehr schwierig. Im Englischen konjugieren wir nur die dritte Person Singular, okay? I go, you go, she goes, he goes, we go, you go, they go. Im Deutschen sagen wir, ich gehe, du gehst, er, sie geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Also haben wir für jedes Subjekt verschiedene Endungen. Okay? Was noch? Außerdem haben einige Verben Ausnahmeregeln, wie zum Beispiel das Verb fahren. Ich fahre, du fährst, er, es, sie fährt. Wir fahren, ihr fahrt. Okay? Oder helfen. Ich helfe, du hilfst, er, es, sie hilft. Wir helfen, ihr helft und so weiter. Soweit ich mich erinnere, haben wir im Englischen nur he, she, has als Ausnahme. Ja? In die Zeitformen wie Vergangenheit und Zukunft sind auch leicht zu lernen, obwohl sie sich voneinander unterscheiden. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen Sprachen ist, dass sich im Englischen Simple Past und Present Perfect voneinander unterscheiden. Aber im Deutschen beziehen sich beide auf die Handlungen in der Vergangenheit und unterscheiden sich bedeutungsmäßig nicht. Der einzige Unterschied ist, dass Perfekt meistens in der gesprochenen Sprache und Präteritum meistens in der geschriebenen Sprache verwendet wird. Okay? Was noch? Auch das Partizip 2 hat in beiden Sprachen viele Ausnahmen. Ja? Ich kam, ich bin gekommen. Auf Deutsch, ich weiß nicht, I came, I have come, I went, I have gone. Auf Englisch, ja. Jetzt ist es Zeit, über Vokabeln zu sprechen. Okay, ich persönlich glaube, dass wir in allen Sprachen viel Zeit investieren müssen, viele neue Wörter zu lernen. Deshalb müssen wir viele neue Wörter lernen, wenn wir Englisch und Deutsch lernen wollen. Okay? Im Deutschen gibt es aber einige sehr lange Wörter, die kompliziert erscheinen, aber wenn man lernt, sie in sinnvollen Teilen zu zerlegen, kann man sie leicht lernen und lesen. Freundschaftsbeziehungen besteht beispielsweise aus zwei
teilen. Freundschaft und Beziehungen. Ganz einfach. Übrigens kann es immer eine Herausforderung sein, neue Sprachen zu lernen. Und jede Sprache hat ihre eigenen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Ich selbst liebe die deutsche Sprache und finde, dass es eine sehr schöne Sprache ist. Aber ich würde gerne eure Meinungen dazu lesen. Teilt mir eure Meinungen und Erfahrungen beim Sprachenlernen in den Kommentaren mit. Ich werde gerne sie lesen. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Video.